selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. We could have been so. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Heute lade ich euch wie immer ein zum Update vom Garten, der wöchentlich kommt. Das ist die Folge 8. Da lade ich euch ganz herzlich dazu ein. Würde mich freuen, wenn ihr das Video anschaut und zeige euch jetzt, was sich so innerhalb von einer Woche wieder getan hat. Ist ein bisschen was. Zwar immer noch wie gehabt und da lasst euch aber auf jeden Fall überraschen. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Ich zeige euch, was sich so getan hat hier. Und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn die neuen Zuschauer meinen Kanal fleißig abonnieren. Für die anderen oder natürlich auch für alle würde ich mich freuen über ein Like, über Kommentare würde ich mich natürlich freuen und würde mich genauso auch freuen, wenn ihr das Video teilt, an andere weiterschickt. Da hätte ich mega Freude dran. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Update aus dem Garten. Made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must. To do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Ich würde sagen, dass wir heute mal anfangen mit den Mangos. Die wachsen mittlerweile wirklich sehr gut. Ich bin zufrieden. Meine Frau, die ja letzte Woche abgereist ist, konnte leider keine mitnehmen. Sie musste sich welche auf dem Markt kaufen, aber die sind genauso gut. Sicherlich wäre es natürlich schöner gewesen aus dem eigenen Garten. Aber ja, das hat leider nicht gereicht. Aber sie werden jetzt, da tut sich ordentlich was. Zeige euch mal, wenn ihr die hier seht, so im Vergleich zu meinem Gesicht. Das ist der Baum, wo die Riesenmangos da trägt und da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt. Die schmecken sehr fein, da freue ich mich wirklich schon drauf. Wird noch ein bisschen gehen, die werden auch noch ein bisschen größer werden, aber das ist so das, was sich hier an Mangos getan hat. Die wachsen wunderschön, werden schön größer. Ich zeige es euch mal noch genauer. Da seht ihr es jetzt. Da hängen ein paar. Dann hier noch. Also von den Mangos her, wie gesagt, es gibt zwar noch den ein oder anderen Baum, der dieses Jahr komischerweise gar keine Früchte trägt. Viel haben die ganzen Bäume nicht, aber ich habe, wie gesagt, doch Bäume jetzt drunter, die gar keine Früchte tragen. Aber zum Beispiel der Baum hier, der hat jetzt dieses Jahr auch wieder genügend eigentlich. Dieser Baum hier, der trägt ordentlich was an Früchte, an Mangos. Dann der Baum hier, der auch ordentlich hat. Ja, also ich denke, für meinen Verzehr wird es reichen. Ich werde da an Mangos nicht verhungern dieses Jahr. Und da freue ich mich jetzt, wie gesagt, schon drauf, dass ich bald die ersten Mangos hier essen kann. Ansonsten von meinem Teich, da habe ich vor 3-4 Tagen wieder die Entengrütze rausgeholt. Der ist aber schon wieder recht voll. Ja, da bei der Hitze gerade. Ihr seht hier den Teich. Die Bua kommen jetzt auch wieder richtig schön. Ansonsten seht ihr hier jetzt meine Passionsfrüchte.
die ich wieder schön beschnitten habe, schön wieder zusammengebunden habe. Die ranken jetzt schön ums Gerüst rum. Dann meine Gurken. Ich weiß, ich muss dafür ein Gerüst bauen. Dann hier die Melonen. Die Gurken bekommen auch schon Blüten. Also somit denke ich, dass ich bald Gurken schon ernten kann, auch ohne Gerüst. Hier die andere Passionsfrucht. Ansonsten von den Blumen her, da hatte ich ja euch beim letzten Video gesagt, ich werde jetzt mal wieder einiges beschneiden müssen oder in Form schneiden müssen. Das habe ich jetzt gemacht, auch vor ein paar Tagen. Das ist jetzt wieder alles schön. Dann noch meine Feige, die meine Hunde Gott sei Dank in Ruhe lassen. Die wächst auch wunderschön. Ich werde mich mal ein bisschen in den Schatten verziehen, weil meine Kamera hat gerade schon aufgrund der Hitze ausgeschaltet. Wir haben heute wieder eine wahnsinnige Hitze. Wir haben jetzt, glaube 14 Uhr. 14 Uhr 37 Grad. Gefühlte Temperatur ist 41. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, heute Mittag nicht mehr viel zu tun. Ich habe die ganze letzte Woche eigentlich durchgearbeitet. Habe jetzt heute Morgen noch ein bisschen was gemacht. Und heute Mittag mache ich einfach mal ein Päuschen. Werde nachher noch zu den Tieren rausgehen, schauen, ob dort alles in Ordnung ist. Und eben habe jetzt somit Zeit, euch das Video zu machen. Ja, was ich sonst so getan hat von den Maplang, das zeige ich euch jetzt auch. Also von den pflaumenartigen orangefarbenen. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. Da haben wir nach wie vor auch immer noch Früchte. Da werde ich, denke ich, so bis in 2-3 Tagen nochmal ernten können. Das zeige ich euch jetzt mal hier noch. Das ist der Maplangbaum. Da haben wir jetzt eben nochmal Früchte, die ich, wie gesagt, denke so in 2-3 Tagen nochmal ernten kann. Werde die dann in den Kühlschrank legen. Die reifen ja dann auch nochmal ein bisschen nach. Und dann kann ich da die nächsten Tage noch ein paar so Maplang essen. Von den Shampoo, die wachsen auch nach wie vor. Ich habe jetzt festgestellt, drüben bei der Schwägerin, die sind jetzt sogar wurmfrei, also die kann man essen. Ich hole mir hier immer so einen kleinen Strang von uns auch, das geht. Unsere haben komischerweise jetzt, sind auch nicht mehr verwurmt. Ja, aber der, wie gesagt, bei der Schwägerin, da hole ich mir auch hin und wieder so einen Strang. Und die sind sehr fein. Bei der Schwägerin drüben sind sie ja sogar noch süßlicher. Bei uns eben so sauer-süß. Ich hatte euch ja auch versprochen gehabt, von dem Räuchervideo, wo ich euch am Sonntag ausgestrahlt habe, an dem Tag, wo ich geräuchert habe, hatten wir ja noch am Abend Besuch. Und da hatte ich euch ja versprochen gehabt, dass ich euch da noch eine Videosequenz einblenden werde dazu. Das werde ich jetzt hier in diesem Video tun. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass das jetzt in dem Video halt reinrutscht, aber das hatte ich ja angekündigt und ich habe das natürlich versprochen und das halte ich hiermit ein. Und auch das Video, die Nachtaufnahmen von dem Haus meiner Schwägerin mit den Solarlampen, das ist auch nicht vergessen. Die Aufnahme liefere ich euch auch noch nach. Das werde ich dann in dem Video am Mittwoch nachreichen. Aber jetzt hier in diesem Video zeige ich euch noch an dem Abend, wie den Damen und Herren der geräucherte Fisch geschmeckt hat.
Just remember this. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking. Wenn ihr euch fragt, wie der geräucherte Fisch geschmeckt hat, dann zeige ich euch jetzt was. Säb bò? Oppa säb bò? Why? Ihr seht, alles leer gegessen. Oh hey. Der Kopf ist für meine Schwägerin. Kopf und Grab. Meine Schwägerin hat sich beschwert, dass sie nicht zu sehen ist. Ich muss ihr 500 Baht bezahlen, dass ich sie filmen darf. You to do, and I'll be out there looking for someone like you. Hey, I don't think you're supposed to go. Maybe I'm just too slow. We should just lean together. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there. Und mein Feigenbaum, von dem ich ja immer die Ableger hole, der bekommt jetzt schon wieder schön Früchte. Da habe ich ja auch nochmal einen Absenker vorbereitet. Den werde ich jetzt auch bald entfernen und eintopfen. Dann habe ich da wieder was, beziehungsweise ich habe gesehen, ich kann sicherlich sogar noch 2, 3 Triebe mehr mitnehmen. Der kriegt auf jeden Fall jetzt schon wieder Früchte. Das sieht man hier. Der bekommt schon wieder Feigen. Ansonsten kann ich euch eine frohe Botschaft überbringen, dass es meinen Tomaten gut geht. Die Tomaten wachsen jetzt schön. Ich habe auch diese Woche schon geerntet, habe schon ein paar geholt, Bohnen auch nochmal geholt. Die neue Bohne, die wächst auch schon gut. Die ist jetzt, sage ich mal, schon so 50 cm hoch wahrscheinlich. Und die Tomaten eben sehen gut aus. Die haben keine Fäule mehr. Zeige ich euch nachher nochmal. Und vom Ertrag her, also bin ich auch zufrieden. Es kommen immer mehr. Und eben, man sieht es, ich habe wirklich keine Probleme mehr mit der Fäule. Ich werde jetzt morgen nochmal nachdüngen, aber aktuell eben, ja, kann ich zufrieden sein mit meinen Tomaten und Bohnen. Ja, von dem neu angesäten, da muss ich jetzt eben mal schauen, was da noch kommt, ob das eine da wirklich ein Pfeffer ist, das werde ich dann noch sehen. Ansonsten die 3 kleinen Feigen, die ich ja nachgezogen hatte, die wachsen auch schön an. Das seht ihr hier. Da bin ich also auch zufrieden mit. Wie gesagt, das sind ja die 3, wo ich der Schwägerin versprochen habe, die im Juli kommt. Sie wollte jetzt sogar mehr, sie wollte 10. Ja, mal schauen, ob ich die 10 zusammenbekomme, bis sie dann kommt.
Ansonsten die Kanonen wachsen auch weiterhin gut. Seht ihr ja, Kanonen habe ich en masse. Da verfüttere ich auch jetzt regelmäßig Tag für Tag. Ich gebe meinen Schweinen jetzt immer morgens Kanonen und am Abend bekommen die Schweine dann ihr ganz normales Kraftfutter. Und wie gesagt, am Morgen verfüttere ich immer Kanonen oder diese Shampoo. Denen macht es nichts aus, wenn da Maden drin sind. Ich sammle da auch teilweise bei der Schwägerin ein. Das sollte ich jetzt auch diese Woche nochmal machen. Dann haben die Schweine da auch was davon. Dann stehe ich jetzt neben der Armada von den neu gepflanzten Blumen, die meine Frau da gepflanzt hatte. Die wachsen eigentlich auch alle recht gut. Das seht ihr hier. Die Töpfe hat ja meine Frau alle noch neu angesetzt. Dann hier der Versuch, zweifarbige Blumen draus zu machen. Das wird, denke ich, auch funktionieren. Die sehen auch alle noch so aus, als wenn sie noch Leben intus haben. Ich schaue da natürlich auch gut danach. Dann gehen wir mal so ein bisschen in den vorderen Bereich. Was sich bei den Kokosnusspalmen getan hat, das seht ihr dann in dem Video, was am Mittwoch kommt. Da kriegt ihr da einen kleinen Einblick. Und eben derjenige, der es bemerkt, einfach ab damit in die Kommentare. Hier seht ihr auf jeden Fall die Kokosnusspalmen, die eben nach wie vor auch alle schön wachsen. Dann hatte ja meine Frau vorne auch noch ein paar Blumen gepflanzt gehabt. Die wachsen auch alle gut an. Die dort. Was natürlich jetzt auch schön wächst von den Blumen her. Mal schauen, wo ich gerade schöne entdecke. Also ja, die Fans von den gelben Trompetenblumen, entschuldigt, aber ich musste die ein bisschen schneiden. Sie bekommen aber schon wieder neue Blüten, also keine Angst. Den Baum musste ich jetzt halt mal ein bisschen beschneiden. Und das sind jetzt eben die Blumen, die jetzt hier schön überall am Rand kommen, die meine Frau ja gepflanzt hatte. Dann die hier sind so langsam durch, aber da kommen schon wieder neue. Hier die Blumen blühen nach wie vor. Hier auch wieder die neuen, die meine Frau neu gepflanzt hatte. Ja, das ist so das, was sich vorne getan hat. Den Planbaum, den vorderen, den zeige ich euch jetzt auch mal noch schnell, weil der bekommt jetzt auch ordentlich Früchte. Da werde ich jetzt auch demnächst dann abernten können, aber wahrscheinlich erst nächste Woche, so wie es aussieht. Seht ihr hier, der bekommt auch ordentlich Früchte. Das ist so, was sich im vorderen Teil vom Grundstück getan hat. Ja, wie gesagt, die Kokosnusspalmen wachsen wunderschön. Da ist jetzt diese Woche oder wahrscheinlich nächste Woche, muss ich mal schauen, wann ich dazu komme. Ist jetzt wieder Düngen an der Reihe und Salz. Meine Frau hat schon Salz gekauft. Ich habe auch nochmal einen großen Sack voll gekauft. Dann werde ich hier und draußen auf dem Land die Kokosnusspalmen mit einer Handvoll Salz beglücken und dann mit Dünger von meinen Hühnern.
also Mist von meinen Hühnern. Someone like you. Stardust, stardust. Yeah. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait, I can wait. And remember this, we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Dann konnte ich mir gestern eine kleine Bananenstaude aus dem eigenen Garten ernten. Und das sind eben diese kleinen Bananen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der die noch nicht ausprobiert hat, der lieber die großen hat. Probiert mal die kleinen aus Thailand. Das ist ein Traum, wie die schmecken. Die haben so einen intensiven Geschmack. Also da kommt keine große Banane dran ran. Was ich eben ja noch gesagt hatte, eben meine Langbohnen, die ich geerntet hatte, die auch sehr gut schmecken. Und dann eben meine Tomaten ohne Fäule und schmecken auch sehr gut, habe ich schon probiert. Ja, seht ihr auf jeden Fall, die Fäule hat sich eben, das Problem hat sich gelöst. Da bin ich froh drüber. Eben mit ordentlich Wasser, ordentlich Dünger und die Blätter bis zum ersten Blütenstock wegzumachen. Das hat anscheinend geholfen und somit bin ich froh, dass die Tomaten da wieder gesund sind und ich die Tomaten auch genießen kann. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. Ja, dann würde ich sagen, bin ich so langsam durch mit dem Garten-Update. Ihr seht, es hat sich doch ein bisschen was getan. Zum einen eben sind meine Tomaten jetzt geheilt, sage ich mal. Zum anderen sind natürlich die Mangos jetzt ordentlich gewachsen, so dass ich da auch jetzt bald dann ernten kann mal. Das ist das, was sich von den Mangos her eben verändert hat. Die sind jetzt ordentlich gewachsen. Dann nach wie vor die Maplang, also die orangen Pflaumen, die nach wie vor schön, die Bäume schön Früchte tragen. Da werde ich jetzt eben den einen Baum hinten, den werde ich jetzt nochmal in 2-3 Tage abernten. Und den Baum vorne auf dem Grundstück, den werde ich dann sicherlich nächste Woche mal angehen und mir da ein paar Früchte runterholen. Und ansonsten die Limetten hatte ich ja eben, wie gesagt, mit dem Pinsel bearbeitet. Das scheint auch zu helfen, also da kommt jetzt ein bisschen was. Ich werde das sicherlich auch nochmal tun mit dem Pinsel. Aber im Moment noch nicht viel mehr Früchte, also da gibt es im Moment nicht so viel zu sehen. Und ansonsten, ja, von den Blumen seht ihr ja, da war mir bewusst, dass ich da bei diesem Update nicht so viel Blumen zeigen kann. Aber das wird sich sicherlich auch wieder verändern.
Ja, sowieso jetzt hat der Regen ein bisschen eingesetzt. Also wir hatten jetzt vorgestern Nacht ordentlich Starkregen. Wir hatten vor 3-4 Tagen schon mal ordentlich Starkregen. Je mehr das natürlich regnet, umso weniger Blüten tragen die denn hier auch. Deswegen denke ich mal, aber da wird jetzt sicherlich noch mal was kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das sieht jetzt halt ein bisschen karg aus, weil ich eben alles wieder ein bisschen in Form schneiden musste, weil ich benutze da ungern eine lange Leiter, um die Bäume dann alle runterzuschneiden, und bin froh, dass ich jetzt da so weit wieder durch bin. Und aber blumentechnisch denke ich, seid ihr trotzdem ein bisschen auf die Kosten gekommen. Und ansonsten die Palmenfreunde, die haben, denke ich, mit den Palmen auch wieder ein bisschen Freude gehabt. Und sonst, ja, mein Gemüse wächst nach wie vor. Also im Grunde genommen bin ich zufrieden mit dem Wachstum meiner Bäume, Pflanzen und so weiter. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video. Ihr seht ja, es hat sich ein bisschen was getan, ein bisschen was verändert hier. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten seht ihr, wie versprochen, am Mittwoch das Video, was sich hier im Garten noch so verändert hat. Wie gesagt, ich hoffe, der ein oder andere hat es ein bisschen schon bemerkt, aber so näher oder tiefer drauf eingehen werde ich dann sicherlich am Mittwoch, in dem Video am Mittwoch. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich über zahlreiche Kommentare. Ich werde jeden Kommentar beantworten und wünsche euch bis dahin, bis zum nächsten Video, eine gute Zeit. Bleibt wie immer gesund, passt auf euch auf, und ich sage ganz, ganz viele liebe Grüße aus Thailand. Euer René. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. You must to do what your dreams are telling you to do, and I'll be out there looking for someone like you. Hey, I don't think you're supposed to go, or maybe I'm just too slow. We should just lean together. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like